Wenn's nicht läuft, dann auch gleich so richtig. Aber, und jetzt kommt das große Aber, Gatzdelugagste? Für mich ist das ein Zungenbrecher, ich kann das leider nicht aussprechen. Wir fahren jetzt nach Bilbao und gucken uns dort das berühmte Guggenheim Museum an. Wenn's nicht läuft, dann auch gleich so richtig. Also, wenn es nach uns geht, würden wir hier am liebsten luftig locker immer nur tolle Landschaften, bestes Wetter und entspanntes Reisen zeigen. Aber so läuft es in der Realität natürlich nicht. In unserem letzten Video war alles hervorragend. Wir haben eine überragende und schwindelerregende Wanderung durch eine Schlucht erfolgreich gemeistert und waren im Anschluss in der Wüste Bardenas Reales unterwegs, die wirklich wahnsinnig sehenswert ist. Aber dann, ja dann, steckten wir mehrere Tage in einer Schlechtwetterfront in San Sebastian fest, haben wir es dann nicht geschafft, einen Termin für unsere anstehende Dichtigkeitsprüfung zu bekommen, sind wir auf Anraten des Wetterberichts weiter Richtung Westen gefahren, nur um da wieder in den Wolken zu hängen, haben dann tatsächlich kein Ticket für unseren geplanten Ausflug mehr bekommen und mussten den daher überspringen und haben gerade eben auch noch festgestellt, dass der Stellplatz, auf den wir uns hier in Bilbao gefreut hatten, gerade gesperrt ist, weil hier in den nächsten Tagen ein großes Festival stattfindet. Jetzt sind wir hier einfach auf einem Parkplatz in Bilbao. Zum Übernachten werden wir dann halt wieder aus der Stadt rausfahren müssen. Jetzt geht es aber erstmal zu Fuß zum Guggenheim Museum und danach geht es eben weiter die spanische Atlantikküste entlang, wo unsere Pechsträhne dann hoffentlich aufhört. Aber bevor wir das machen, blicken wir im Video jetzt vielleicht noch mal kurz ein bisschen zurück auf die letzten Tage. Denn auch wenn wir da nicht so ganz in der Stimmung waren, so richtig zu vloggen, haben wir doch zumindest ab und zu mal die Kamera gezückt. Alles fing an in San Sebastián. Die Stadt nur wenige Kilometer hinter der französischen Grenze soll eigentlich total schön sein. Aber als wir da waren, hat es leider fast die ganze Zeit geregnet. Viel mehr als den einen Aussichtspunkt haben wir daher leider nicht gesehen. Und da die Vorhersage nichts Vielversprechendes zu berichten hatte, haben wir uns gesagt, lass uns das Wetter doch nutzen und was Organisatorisches erledigen. Guten Morgen aus San Sebastian. Unsere erste Tagesaufgabe ist es, eine Dichtigkeitsprüfung für unseren Knausi hier hinzubekommen. Die steht an und das kann man auch im Ausland machen, das wissen wir. Wir haben die vor 2 Jahren schon mal in Italien gemacht und ja, jetzt versuchen wir das eben hier in Spanien. Hier gibt es einen Knaushändler, der hat gerade noch zu, wir sind ein paar Minuten zu früh scheinbar und da werden wir jetzt gleich mal unser Glück versuchen und schauen, ob das klappt. Ja, das war jetzt leider noch nicht erfolgreich. Wir haben hier so viel zu tun im ganzen Juli, dass er uns ja im ganzen Monat keinen Termin dafür anbieten kann, leider. Die nächstgelegene Werkstatt, die ist eine Knaushändler, die ist eine Stunde von hier entfernt. Mit denen haben wir auch gerade telefoniert. Da sieht es ganz genauso aus. Da sagt er ja vielleicht in 2 Wochen. Und jetzt haben wir mit der dann nächsten in Oviedo telefoniert. Das ist so wie 4 Stunden oder so von hier. Da haben wir jetzt in 2 Wochen einen Termin, das ist perfekt, das ist so ungefähr, wo wir dann da in der Gegend sein wollten. Ja. Das passt. Jo. Also in 2 Wochen. Und alle waren super, super nett. Wir sprechen ja kein Spanisch. Alle waren trotzdem extrem nett zu uns. Das muss man mal sagen. Ja. Um dem schlechten Wetter zu entfliehen, sind wir anschließend Richtung Westen gefahren, bis kurz vor Bilbao. Da sollte, laut Wetterbericht, nicht nur die Sonne scheinen, sondern da hatten wir auch eine Sehenswürdigkeit markiert.
Wir sind jetzt angekommen in Baguio, beziehungsweise ein kleines bisschen noch außerhalb von Baguio und stehen auf diesem Picknickplatz mitten in einem Wald auf einem kleinen Berg und mit Blick so ein bisschen auf das Meer da unten. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es hier sehr, sehr voll werden kann, wenn das Wetter gut ist. Aber jetzt sind wir alleine. Ihr seht es, mit Sonnenschein ist leider gar nicht so viel. Tatsächlich sagt der Wetterbericht auch jetzt noch, es sei hauptsächlich Sonne und nur ein kleines bisschen teilweise bewölkt. Aber ja, die Realität ist leider definitiv eine andere. Ich werde aber trotzdem mal versuchen, jetzt gleich die Drohne in die Luft zu schicken, um diesen Ort so ein kleines bisschen einzufangen. Warum sind wir hier? Wir wollen uns da unten eine kleine vorgelagerte Insel mit einem Kloster obendrauf anschauen. Die Insel heißt Gaztelugatste. Für mich ist das ein Zungenbrecher, ich kann das leider nicht aussprechen. Aber die Insel soll sehr, sehr schön sein mit dem Kloster obendrauf. Und da wurden auch einige Sequenzen von Game of Thrones gedreht. Es ist also doppelt interessant. Aber... Und jetzt kommt das große Aber, man muss im Vorfeld Tickets reservieren. Kostenlose Tickets, und die sind tatsächlich über die nächsten 4 Tage hinweg komplett ausgebucht. Damit haben wir überhaupt nicht gerechnet, auch weil wir gerade Montag, also irgendwie Anfang der Woche haben. Aber ja, es scheint ein beliebteres Ausflugsziel zu sein, als wir gedacht hätten. Und seit letzter Woche sind in einigen Bereichen, einigen Teilen von Spanien Sommerferien. Also das kann durchaus natürlich auch seinen Teil dazu beitragen. Wie wir jetzt damit umgehen, wissen wir noch nicht. Ehrlicherweise kann ich mir nicht so richtig vorstellen, das jetzt hier 5 Tage auszusetzen. Mal gucken. Wir haben zwar immer noch kein Ticket für die Insel und das Kloster da unten und auch nach 3 Tagen ist die Sonne immer noch nicht richtig rausgekommen, aber wir werden jetzt weiterziehen. Wir fahren jetzt nach Bilbao und gucken uns dort das berühmte Guggenheim Museum an, und auf dem Weg dahin fahren wir dann doch nochmal da unten bei der Insel vorbei und schauen, ob wir vielleicht ein bisschen was aus der Entfernung sehen können und ob wir die Drohne in die Luft schicken können. So, und jetzt sind wir hier in Bilbao und schauen uns das Guggenheim Museum an. Los geht's!
Das Guggenheim-Museum hat Dirk schon seit Jahren auf seiner Wunschliste. Das Museum, das 1997 fertiggestellt wurde, befindet sich recht zentral in der Innenstadt von Bilbao, direkt am Ufer des Flusses Nervión. Es besticht vor allem durch seine moderne, avantgardistische Bauform. Für die Außenfassade wurden zum Beispiel 33.000 Titanplatten in jeweils einzigartige Formen gebracht. Damit hebt sich das Museum architektonisch stark von allen anderen Bauwerken Bilbaos ab, das bis zur Errichtung des Guggenheim-Museums äußerst stark industriell geprägt war. Doch mit dem Museum kamen Kunst und vor allem viele Besucher in die Stadt. Jährlich rund 1 Million für das Museum allein. Das bringt Geld, hat viele Jobs geschaffen und für Bilbao den Anstoß hin zu einer aufstrebenden Entwicklung gegeben. Die gezielte Aufwertung von Orten durch spektakuläre Bauten von Architekten ist seither unter dem Namen Bilbao-Effekt bekannt. Wie schlimm war's? Auch wenn der Grund für unseren Besuch vor allem die Außenansicht war, haben wir es uns nicht nehmen lassen, auch die Ausstellungen im Inneren zu besuchen. Ausgestellt ist vor allem moderne Kunst. Auf 11.000 Quadratmetern finden sich sowohl eine Dauerausstellung als auch Wanderausstellungen. In unserem Fall zum Thema Motion und Automobil. Wie man solche Ausstellungen findet, ist ja immer sehr subjektiv. Wir fanden sie interessant und haben die 18 € pro Ticket als gutes Invest abgestempelt. Die Außengestaltung und Architektur fanden wir letztlich jedoch noch etwas spannender als die Dauerausstellung. Aufgewacht sind wir am nächsten Morgen direkt an der spanischen Atlantikküste.
Wir sind nur knapp 20 Minuten aus Bilbao rausgefahren und haben uns auf einen der ersten bei Park4Night markierten Plätze gestellt. Bilbao und das Guggenheim Museum zu besuchen war cool, aber im Anschluss haben wir uns dann doch auch wieder auf die Natur und etwas weniger Stadtgetümmel gefreut. Der Stellplatz hier war für eine Nacht super, aber wir wollen auch die volle Realität zeigen. Denn wir waren hier nicht alleine. Gut 20 Vans und Wohnmobile haben sich hier auf dem großen Schotterparkplatz aufgereiht. Das scheint hier netterweise geduldet zu sein, aber wenn wir es uns aussuchen können, stehen wir natürlich lieber etwas abseits der Massen. Und deswegen sind wir trotz der schönen Aussicht nach nur einer Nacht schon weitergezogen. Jetzt stehen wir hier so ein kleines bisschen im Inland, aber immer noch mit Blick runter auf die Küste. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Da steht auch irgendwo unser Camper und jetzt gerade stehen da auch ein paar Autos von Leuten, die wandern gegangen sind. Aber ansonsten ist das hier sehr, sehr, sehr viel ruhiger. Hier sind wir jetzt schon seit 2 Tagen und haben dieses Video hier geschnitten. Wir hoffen, ihr hattet Spaß, mit uns wieder ein kleines bisschen durch Spanien zu fahren, auch wenn wir jetzt nicht die allertollste Woche aller Zeiten hatten. Es war immer noch trotzdem schön, einen Eindruck von dieser Ecke Spaniens zu bekommen. Und morgen geht es dann weiter für uns entlang der Küste Richtung Westen. Wir haben einige tolle Ziele ins Auge gefasst. Sowohl ein paar Strände als auch die Picos de Europa, also die Gipfel Europas. Da steht also noch einiges an in den nächsten Wochen. Wenn euch das interessiert, dann schaltet auch nächsten Sonntag wieder ein, denn da sollte es dann schon ein neues Video von uns geben. Und da scheint dann hoffentlich wie jetzt auch die Sonne, denn wenn es länger regnet, dann ist bei uns die Stimmung gerne mal ein bisschen im Keller. Ja, wir sind da beide relativ wetterfühlig, ne? Aber wir bleiben optimistisch und wir wünschen euch viele Grüße aus Spanien und bis zum nächsten Mal. Ciao! Wir fahren jetzt weiter? What? Guten Morgen aus San Sebastian. Unsere erste Aufgabe ist, auf den LKW zu warten. Picknickplatz, jetzt scheint wirklich die Sonne. Geil. Verhaspelt. Auf einem Picknick. Es ist ganz so gemütlich draußen. Ja. Geht's eben weiter, die spanische Atlantikküste entlang, wo unsere Was ist los? Möchtest du einen Hund? Ja, Ist das ein Hund, den du möchtest? das ist okay. Pass auf. Hältst du mich fest, dass ich nicht runterfalle?